Zahnärztin Maren Runschke ist froh, sich jetzt endlich impfen lassen zu können. Gerade in ihrem Job in der Zahnarztpraxis ist sie Aerosolen jeden Tag ausgesetzt. Vorher, muss ich sagen, war alles ein bisschen durcheinander. Man wusste gar nicht, zu welcher Gruppe gehöre ich jetzt. Darf ich schon? Wann darf ich? Wo muss ich mich da melden? Und durch diese Tage ist es jetzt alles ins Rollen gekommen. Der Andrang im Impfzentrum in Heusenstamm ist heute ungewohnt hoch. Mittlerweile wird hier wie am Fließband geimpft. In den vergangenen Wochen sah das noch ganz anders aus. Die Impfungen in Hessen liefen nur schleppend an. Deshalb gibt es derzeit auch noch große Vorräte an Impfstoff, die bisher nicht genutzt wurden. Vom Hersteller BioNTech sind 27% übrig. Bei Moderna sind es noch 82% der Impfdosen. Und vom AstraZeneca-Vakzin sind es sogar 84%. Das liegt zum einen daran, dass es anfangs Probleme bei der Terminvergabe gab und der Wirkstoff für die Zweitimpfungen vorgehalten werden musste. Aber eben nicht nur. Vor 2-3 Wochen war der AstraZeneca tatsächlich der Ladenhüter. Ja. Dadurch, dass aber jetzt verschiedene Studien ja auch herausgekommen sind, wird er jetzt besser angenommen. Und wir verimpfen ihn tatsächlich jetzt nach der STIKO-Freigabe auch an Ü65-Patienten. Auch Zahnärztin Maren Runschke und ihr Praxisteam haben viel diskutiert, sich Gedanken gemacht. Aber sie vertraut auf den Wirkstoff AstraZeneca und will auch Vorbild sein, damit die Impfbereitschaft weiter voranschreitet. Ja, natürlich setzt man sich ja dann schon damit auseinander. Wir haben ja auch alle Freunde und Bekannte aus der Humanmedizin, mit denen man sich austauscht, viel spricht. Tatsächlich auch Bekannte in der Mikrobiologie, wo man sich einfach austauscht. Und ich muss auch ehrlich sagen, wir alle wollen ja, dass das Leben wieder ein bisschen normaler wird. Und wir haben halt die Hoffnung, dass wenn sich möglichst viele impfen lassen, dass man dann irgendwie im Sommer doch wieder mehr Freunde sehen kann, mehr unternehmen kann. Immer mehr Menschen wollen sich impfen lassen. Das merken sie in Heusenstamm von Tag zu Tag. Wenn genug Impfstoff nachkommt, dann stehen sie hier in den Startlöchern, die Kapazitäten noch weiter hochzufahren. Also Stand der Dinge ist, dass wir tatsächlich jetzt endlich Fahrt aufnehmen. Wir haben heute 900 Impfungen circa und bis 15.03., 1.04. fahren wir auf Volllast hoch. Das heißt 1800 Impflinge am Tag. Und damit steigt auch die Hoffnung, dass die Pandemie bald hinter uns liegen könnte. Und wir sprechen mit unserem Kollegen Jan Eggers vom HR-Datenteam. Jan, die Zahlen lügen nicht. Wie geht's voran mit dem Impfen? Naja, wir haben das ja eben gehört, das nimmt jetzt Fahrt auf und das sehen wir auch in den Zahlen. Wenn wir uns mal die Kurve angucken der Zahlen der Impfungen am Tag, dann sehen wir schon die Erstimpfungen, da werden jetzt etwas mehr als 15.000 Menschen am Tag geimpft. Das ist aber immer noch begrenzt durch die Menge an Impfstoff, die wir haben und ist so etwa die halbe Kapazität, die die Impfzentren im Augenblick schaffen können. Also sobald dann genügend Impfstoff da ist, können die auch noch ein bisschen aufrüsten und das müssen sie auch. Wir haben etwa 6% der Bevölkerung geimpft. Das ist nicht viel. Wirkt sich das trotzdem schon auf die Infektionszahlen aus? Es wirkt sich tatsächlich aus, und zwar bei der einen Altersgruppe, die besonders gefährdet ist durch Corona, bei den über 80-Jährigen. Wenn wir uns mal angucken, im Durchschnitt der Bevölkerung, die unter 80-Jährigen, die hatten etwa diese Kurve der Neuinfektion, die Inzidenz. Und man sieht, wenn man die der 80-Jährigen darüber legt, die waren noch im Januar so etwa 3-mal so häufig betroffen von einer Ansteckung. Jetzt ist die Inzidenz bei den über 80-Jährigen sogar unter der des Rests der Bevölkerung. Und das sind sehr, sehr gute Nachrichten, denn diese über 80-Jährigen, die haben ja auch ein besonders hohes Risiko zu erkranken und schwer zu erkranken. Also hier sieht man die Impfungen. Etwa 170.000 von 400.000 Menschen, die über 80 sind in Hessen, sind geimpft derzeit. Und offensichtlich hat es schon einen Effekt. Wie viel müssen wir denn noch impfen, um die Inzidenz von 50 zu erreichen, ab der ja dann wieder vieles geöffnet werden kann? Ja, jetzt kommt der Blick in die Kristallkugel. Wir können natürlich nur schätzen, weil da so arg viele Faktoren reinspielen. Wir wissen nicht, wie sich die Lockerungen auswirken, wie sich die Schnelltests auswirken. Aber wir können mal versuchen, das abzuschätzen. Wenn wir jetzt auf die augenblickliche Trendlinie gucken, die zeigt ja so seit etwa 2 Wochen nach oben. Und dafür ist vor allem verantwortlich die ansteckendere Variante des Virus, die Mutante B117, die dafür sorgt, dass die Kurve insgesamt hochgeht. Wenn wir dagegen jetzt animpfen und versuchen, das runterzudrücken und dann annehmen, alle, die geimpft sind, die fallen nicht mehr in den Bereich der Menschen, die angesteckt werden können. Und dann können wir das mal versuchen durchzurechnen, wenn wir es mit der augenblicklichen Impfgeschwindigkeit uns anschauen.
dann sehen wir diese ansteigende Kurve, die würden wir damit zwar abgeflacht bekommen, aber eben nicht nach unten gedrückt. Da muss dann tatsächlich noch mehr passieren. Da müssen nicht nur die Impfzentren auf voller Kapazität arbeiten, sondern dann müssen auch noch die Hausärzte dazu kommen, wie es ja geplant ist ab dem April. Wenn das passiert, dann schaffen wir es wirklich, die Kurve irgendwann auch in absehbarer Zeit unter die 50 zu drücken. Problem Weiteres daran nur, Instrument sollen ja die Schnelltests sein. Wie können die denn noch das Infektionsgeschehen verändern? naja, jeder, der als über einen Schnelltest gefunden wird, als Corona-Infizierter, der steckt niemanden sonst mehr an. Etwas Mut macht, was das DRK in Groß-Gerau dazu gemacht hat. Die haben das gerade versucht und haben unter 2300 Menschen immerhin 37 Fälle gefunden. Die wären zwar in die Statistik gekommen, das hätte so einen kleinen Sprung gegeben, aber sie hätten halt niemanden mehr angesteckt und das wirkt sich dann sehr, sehr schnell, sehr deutlich aus. Vielen Dank, Jan Eggers.